leer. Akkuschrauber. So, weiter geht's. Es gibt leider noch keinen Akkuschrauber ohne Akku. Ja, ist ein guter Zweitakkuschrauber, oder? Ja, wenn man mal irgendwie nur was Leichtes machen möchte. Ich verspreche euch, der Test heute wird spektakulär. Und es wird nicht so ausfallen, wie ihr das erwartet. Wo ist jetzt das Problem? Keine Chance. Funktioniert nicht. Also mit dem kommen wir gar nicht zurecht. Das war nichts. Hat das Holz nur angekratzt. Keine Chance. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir müssen reden. Kann es wirklich sein, dass dieser 12 Volt Akkuschrauber, nochmal, 12 Volt Akkuschrauber von Milwaukee stärker ist als all diese Akkuschrauber 18 Volt von Bosch, Dewalt, Festool, Makita und Metabo? Ist das wirklich so? Und ich kann euch verraten, das sieht so aus, dass der hier wirklich stärker ist und alle hier quasi nass macht. Und das sollten wir uns auf jeden Fall anschauen, aber auch, wie sollte man Zahlen eigentlich interpretieren? Wie sollte man eigentlich solche Zahlen und Datentabellen eigentlich wirklich lesen? Und genau das ist heute hier im Video das Thema. Und natürlich, wir werden testen. Und natürlich gibt es auch wieder zusätzlich etwas zu gewinnen. Und zwar natürlich diesen Akkuschrauber, 12 Volt Neuheit von Milwaukee mit richtig Power. Alles, was du dazu machen musst, ist, was sind deine Meinung zu 12 Volt Geräten, zu so starken 12 Volt Geräten? Brauchen wir überhaupt noch 18 Volt? Schreib das mal unten in die Kommentare und schon hast du die Chance, diesen Akkuschrauber zu gewinnen. Das Video heute soll nicht für Milwaukee-Fans sein, sondern das Video heute ist für alle, die sich für Akkuschrauber interessieren, um auch nochmal die Zahlen zu interpretieren. Und was bedeutet das eigentlich? Und ist 18 Volt immer viel stärker als 12 Volt? Genau das schauen wir uns heute an. Denn wir haben Folgendes, wir haben von Milwaukee einen neuen Akkuschrauber, den M12 FDD2. 12 Volt und so weiter. Da denkt man sich so, naja, ist ein guter Zweitakkuschrauber, oder? Ja, wenn man mal irgendwie nur was Leichtes machen möchte. Na, weiß ich nicht. Denn was hat Milwaukee gemacht? Ihr kennt ja Milwaukee, oder? Was macht Milwaukee immer? Alle anderen denken so, lasst uns was Starkes machen. Ja, lasst uns vielleicht etwas Stärker machen. Milwaukee sagt sich, nee, wir machen richtig was Starkes. Wir machen hier immer noch mal etwas mehr, als man eigentlich erwarten würde, beziehungsweise noch stärker, noch heavy, noch mehr Power. Und das haben die hier gemacht. Die haben nämlich einen Akkuschrauber rausgebracht, 12 Volt, 32 Newtonmeter im weichen Schraubfall. Und das ist super interessant, weil wir haben 32 Newtonmeter in einem 12 Volt Gerät. Das ist wirklich etwas, was unfassbar viel Kraft ist. Denn jetzt könnte man sich ja sagen, oh, jetzt nehmen wir hier mal zum Beispiel den wollte ich gar nicht haben. Ich nehme den 45er, suche ich eigentlich, das ist der hier. Und zwar den GSB 18V45. Wenn wir uns mal diesen zum Beispiel anschauen, 18 Volt Gerät, ja, bestimmt ganz viel Kraft, oder heißt ja 45. Ja, 45 ist harter Schraubfall. Im weichen Schraubfall hat der 32. Das heißt, der hat mal pauschal über 50% mehr Kraft als der hier. 12 Volt, 18 Volt. Und genau das schauen wir uns heute an. Ich verspreche euch, der Test heute wird spektakulär. Wir werden nämlich nicht nur mit einem Flachfräsbohrer, sondern auch mit einem Forstnerbohrer und vor allem auch mit Schrauben arbeiten. Und es wird nicht so ausfallen, wie ihr das erwartet. Denn der 12 Volt hier, seht wirklich selber. Lasst uns aber erstmal über das Thema Zahlen sprechen. Wir haben hier so viele Geräte, das kann ich mir nicht alles merken. Fangen wir erstmal nochmal mit dem M12 FDD2 an. Und zwar hier unserem ultimativ starken 12 Volt Gerät. Und eine Frage an euch. Schreibt es mal unten in die Kommentare und denkt dran, ja, für die Kommentare könnt ihr auch das Gerät hier gewinnen. Sollen wir den gleichen Test, den wir heute machen, auch nochmal mit 12 Volt machen? Ob wir vielleicht ein 12 Volt Gerät finden, was in der Leistungsklasse ist? Nicht nur nach Zahlen, sondern auch in der Realität. Aber sei es drum. Wir schauen uns mal die Zahlen an. Bei dem M12 FDD2 haben wir zwei relevante Zahlen. Und zwar, hier haben wir, sogar 2,5. Hier haben wir im weichen Schraubfall 32 Newtonmeter. Wir werden jetzt Folgendes machen. Hier unten an der Ecke, irgendwo an der Seite, blenden wir ein Milwaukee Doppelpunkt 32 Newtonmeter weicher Schraubfall. Damit ihr jetzt die ganze Zeit im Kopf habt, wenn ich euch die ganz anderen Zahlen sage. Zusätzlich hat er im harten Schraubfall 45 Newtonmeter. Auch das blenden wir hier mal ein. Aber der relevante Fall für euch ist der weiche Schraubfall, also eine weich auch ansteigende Drehmomentkurve, wo er maximal 32 Newtonmeter erreicht. Übrigens, die halbe interessante Info ist folgendes. Die meisten M12 bzw. 12 Volt Akkuschrauber haben eine Sache nicht,
Und zwar, das könnt ihr euch mal angucken. Die haben nicht so ein großes Loch hier. Nämlich, die haben kein 13 mm Bohrfutter. Und das ist etwas, was sehr ungewöhnlich ist bei 12 Volt Akkuschraubern. Nach meiner Meinung gibt es fast keinen Akkuschrauber im 12 Volt Bereich, fast keinen, der ein 13er Bohrfutter hat. Warum ist das relevant? Es gibt viele Lochsägen, Forstner Bohrer, auch die die großen Flachfräsbohrer haben das auch nicht. Also es gibt einige Dinge, die brauchen einfach eine große 13 mm Aufnahme. 18 Volt hat das in der Regel immer, ja, die 13 mm Aufnahme, aber 12 Volt immer nur 10. Das disqualifiziert viele 12 Volt für harte Einsätze. Milwaukee hat sich gedacht, ist uns egal, wir hauen hier in den 12 Volt auch eine 13 mm Aufnahme rein. So, jetzt haben wir also die zwei Zahlen, hier unten stehen die ganze Zeit. 32 Newtonmeter im weichen Schraubfall, im harten Schraubfall 45. Und jetzt lasst uns doch mal kurz auf den Preis schauen, bevor wir uns die anderen Geräte angucken. Was kostet der eigentlich? Wir haben hier einen Preis von rund 170 € bei diesem Akkuschrauber. Falls du dich für diesen oder auch irgendein anderes Gerät hier interessierst, schau mal unten in die Videobeschreibung, da findest du den ehrlichen Preisvergleich oder guck am besten einfach gleich auf gotools.de. Da findest du Angebote mit Akku, ohne Akku und so weiter. Das Gerät hier jedenfalls, so wie es hier steht, 170 € Solo, das ist nochmal wichtig, Solo ohne Akku, aber er ist noch relativ neu. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Weiß ich nicht. Schau lieber mal unten im Preisvergleich, da hast du einen aktuellen Preis. So, und jetzt schauen wir uns mal Folgendes an. Wie viel Leistung haben denn die anderen Geräte? Das ist sehr interessant. Nochmal, 32 Newtonmeter. Jetzt haben wir hier bei Bosch zum Beispiel den GSR, ich habe vorhin versehentlich GSB gesagt, das ist ein GSR, das heißt kein Bohrschrauber, sondern nur ein normaler Akkuschrauber. Hier beim 45er haben wir im weichen Schraubfall 21. Ja? 21 gegen 32, das ist heftig. Wir haben beim 55er, hat im weichen Schraubfall 28 Newtonmeter. 28 gegen 32. Der 60er, eigentlich eine Legende, ja, der 60C, den wir hier haben, der hat im weichen Schraubfall 31 Newtonmeter. Also sogar 1 Newtonmeter weniger. Ob das jetzt relevant ist oder nicht, werden wir vielleicht nachher sehen. Also 31. Der niegelnagelneue 90er, der 90er hat 36 Newtonmeter bzw. 64 dann auch im harten Schraubfall. Also 36 und 64. Insofern, wenn wir uns das mal angucken, hier zum Beispiel der 60er, der hat 60 Newtonmeter, das heißt, der ist dem hier recht nah. Das ist schon der Hammer, oder? Jetzt gucken wir uns auch mal die anderen Geräte an. Hier von Dewald haben wir, auf meiner Zelle stehen, hier von Dewald haben wir zum Beispiel den 800er. Das heißt den DCD 800 mit 27 Newtonmeter. Dann haben wir hier zum Beispiel den DCD 709 mit 26 Newtonmeter im weichen Schraubfall, wohl gesagt. Der hier 90 im harten und 60 im harten. Gehen wir mal zu Festool. Sind wir mal gespannt. Der Festool hat beim T18, das ist der hier, bei der T18, der hat 35 Newtonmeter, also ist ein wenig stärker. Der andere hier hat 25, nee, stimmt nicht, 27, also der hier schwächer mit 27. Auch bei Makita sehr interessant. Hier haben wir 27 und 30. Also auch in beiden Fällen unter der Leistung nochmal dieses 12 Volt Gerätes. Und auch bei Metabo, das sind echt viele Daten hier, bei Metabo sind es 25 und 34. Das heißt, der hier hat 34 Newtonmeter. Und genau das gucken wir uns doch mal an. Wir haben eine Sache natürlich. Ein 18 Volt Gerät kann ist erstmal per se etwas kräftiger im Anzug und erstmal per se aufgrund der 18 Volt hält es länger durch, würde ich sagen. Ja? Das heißt, ein 12 Volt wird eher warm werden, sowohl am Motor, weil er auch ein bisschen kleines Gehäuse hat, aber auch vor allem Energieaufnahme, weil es einfach logisch so ist, okay, aber wir wollen ja wissen, wie viel Kraft hat der denn eigentlich wirklich und wie gut hält er denn durch. Und deswegen werden wir jetzt mal Folgendes machen, und zwar gleich als allererstes nehmen wir Folgendes, wir nehmen hier unseren Flachfräsbohrer, ja, und zwar ein 25 mm Flachfräsbohrer, nichts Ungewöhnliches. Und werden mit diesem 25 mm Flachfräsbohrer Folgendes machen, im zweiten Gang werden wir damit Löcher bohren. Im ersten Gang
wird wahrscheinlich jeder hinkriegen. Aber im zweiten Gang, ergo mit einer erhöhten Drehzahl, irgendwie versuchen hier durchs Holz durchzumuddeln, ja, das wird schon nicht einfach. Und dazu werden wir Folgendes machen. Wir haben hier nicht irgendein Holz, sondern wir haben hier Buche. Weil so ein weiches Holz ist wiederum keine Herausforderung. Wir wollen auch im Grenzbereich arbeiten. Und zwar haben wir jetzt hier Buche. Wir haben schon ein paar Testbohrungen hier gemacht. Buche, 25 mm Flachfräsbohrer. Und zwar schaut mal hier. Könnt ihr das hoffentlich sehen. Wir haben hier eine selbstschneidende Spitze, die ergo dafür sorgt, dass immer, wenn wir es so betrachten, dass er das wirklich reinschneidet. Also er versucht die ganze Zeit, das Ganze nach unten zu drücken. Und hier spielt es keine große Rolle, wie ich drücke, sondern das macht er selber. Er versucht also immer die ganze Zeit nach unten zu arbeiten. Das ist jetzt wirklich schon der maximale Stress für so einen Bohrer, weil er mit einer relativ hohen Geschwindigkeit natürlich das nach unten drückt, ja, an unten zieht besser gesagt das Gerät, und dann trennt sich Spreu vom Weizen. Und als allererstes natürlich werden wir mit ihm hier schrauben. Milwaukee M12 FDD. Also wir haben es gerade gesehen, er hat es wirklich geschafft, im zweiten Gang ohne Probleme ins Material vor allem auch einzutauchen. Ihr werdet gleich sehen, die anderen machen das fast alle gar nicht, ins Material einzutauchen, und ganz nach unten ist ihm dann erst die Kraft ausgegangen. Das ist schon echt erstaunlich, weil ihr müsst ja bedenken, dass ich es nicht perfekt gerade halten kann, sondern dass er natürlich immer mehr die Reibung hier an der Seite aufbaut, je tiefer er reinkommt. Zur Sicherheit machen wir nochmal im ersten Gang einen zweiten Schnitt und gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Man sieht, auch im ersten Gang funktioniert das. Er kommt ins Material rein. Nicht, dass ihr denkt, er schafft es nur im zweiten zur Sicherheit. Schauen wir mal, wie Bosch sich jetzt schlägt. GSR 18V 45C. Wir haben gerade gesehen, der 45 hat keine Chance. Zweiter Gang blockiert sofort. Keine Kraft mehr, Ende. Wenn wir es jetzt im ersten Gang stellen, leidlich, aber er quält sich durch. Irgendwie geht es dann. Also ihr seht schon, hier habt ihr ein Gerät. Da müssen wir mal putzen jetzt hier. Ihr habt hier ein Gerät, was auf jeden Fall schwächer ist als der Milwaukee. Jetzt haben wir den 18V55 von Bosch. Mal schauen. Funktioniert nicht. Auch im zweiten Gang funktioniert es nicht. Geh nochmal zur Sicherheit auf den ersten. Im ersten kommt er halbwegs durch, das funktioniert schon, aber man merkt schon, boah, da muss er schon ein bisschen arbeiten. Jetzt haben wir den sagenumwobenen Bosch GSR 18V60C. Nochmal, wir haben vorhin im zweiten Gang jetzt, ja, wir haben vorhin beim Milwaukee gesehen, wupp, ging rein, irgendwann nach unten ist ihm die Puste ausgegangen. Mal gucken, wie weit er hier im zweiten Gang kommt. Keine Chance. Zweiten Gang, keine Chance. Stellen es nochmal um auf den ersten. Ja, funktioniert, aber wir sehen hier, auch er ist schwächer im zweiten Gang als der Milwaukee. Was ist denn hier los? Nehmen wir jetzt mal den 90er. Beim 90er, also beim GSR 18V90C, er ist ja der erste von Bosch, der stärker ist im weichen Schraubfall. Auch hier jetzt wieder zweiter Gang. Mal schauen. Ich hoffe, jetzt haut er wirklich einen rein hier. Wir haben gesehen, er hat es geschafft, aber interessant ist, er ist auch nicht komplett einfach so durch, sondern selbst der hier, hat man gemerkt, naja, nach unten hin wird er dann schwächer, und ich musste hier auch mehrmals ansetzen. Insofern sieht man, wie krass eigentlich das ist, was der Milwaukee da abfeiert. Das ist schon erstaunlich, aber er hier hat es geschafft. Jetzt als nächstes nehmen wir jetzt mal Festool. Wir haben den Festool C18. Erster Gang. Der dreht so langsam im ersten Gang, dass er da vorne eher verharzt und sich nicht richtig reinzieht. Also mit dem kommen wir gar nicht zurecht. Festool 18+3. Hat nicht funktioniert. Auch ja, im zweiten Gang nicht, im ersten Gang wird es wahrscheinlich gehen. Wir gucken mal. Zieht nicht. DDF 485.
Zweiter Gang Problem, erster Gang. Erster Gang kein Problem, funktioniert sehr solide, sehr interessant. Also für alle, die nochmal ein 18 Volt Gerät sucht, ja, ihr habt jetzt auch gewisse Testergebnisse. So, jetzt gucken wir jetzt mal auf den DDF 484. Habe ich mir schon gedacht. Genau, zweiter Gang, wie immer. Jetzt muss man aber noch mal eine Sache auch wissen, und zwar, wir haben hier im zweiten Gang 2000 Umdrehungen. Das macht die Sache übrigens auch nicht einfacher. Sekunde, denn der Milwaukee hat im zweiten Gang 1550. Das ist nochmal erschwerend für die 18 Volt Geräte. Ergo, die 18 Volt Geräte haben da auch einen echten Nachteil, weil dadurch, dass sie so schnell drehen, missbrauchen sie noch etwas mehr Kraft als die anderen Geräte. Ja, aber trotzdem, lasst uns den Test weitermachen. Wir sehen hier, hat auch nicht funktioniert. Mal gucken, was Metabo macht. Metabo BS18LBL. Das war nichts. Hat das Holz nur angekratzt. Was ist denn hier los? Moment, das probieren wir nochmal. Mehr als kratzen kann er nicht. Wir gucken mal nochmal im ersten Gang zur Sicherheit. Ganz okay. Metabos BS18LTBL. Ein Hinweis für euch nochmal. Natürlich gibt es von den ganzen Herstellern auch stärkere Geräte, ohne Frage. Es ging heute erstmal darum, wirklich Geräte in dieser Leistungsklasse auch zu nehmen. Und Geräte, wo der Milwaukee wirklich angreifen kann. Das sind eher die Einsteigergeräte bei dem 18 Volt oder im 18 Volt Segment. Ja? Also nicht, dass ihr euch wundert, natürlich gibt es auch ganz andere. Und weiter geht es jetzt mit Metabo Teil 2. Keine Chance. Jetzt haben wir D-Weit den DCD 708 und schauen wir mal, zweiter Gang, wie bei allen anderen. Was läuft denn hier? Läuft nicht. Erster Gang. Oh ja. Das war sehr solide, muss ich sagen. Der hat sich schön so reingegraben. Das war schon okay. Nicht so gut wie der 90er, aber schon okay. Jetzt haben wir hier den DCD 800. Zweiter Gang, wie immer. Letzter Test hier heute. Also mit dem Flachfräsbohrer zumindest. Uiuiui, jetzt sind wir ein bisschen vorangekommen. Garstig, garstig. Jetzt gehen wir nochmal auf den ersten Gang. Hat er natürlich nicht geschafft. Okay, also im ersten Gang ist er wirklich stark. Wo ist jetzt das Problem? (16,5 Zentimeter) sind noch übrig. So, und jetzt machen wir den Test. Easy. Easy, einfach wieder rausgeschraubt. Läuft. Jetzt nehmen wir vom Bosch den 45er und wir werden sehen, der wird sich auch nicht so leicht tun. Erstmal die kleinere Schraube. Funktioniert. Jetzt wieder der Test mit der großen 12er. Ja, 12 x 400 Folge. Nochmal. 12 x 400 Vollgewinde. 45er. Bin gespannt. (19,5 Zentimeter). Versteht ihr jetzt, was ich meine? 19,5 Zentimeter. Bei dem Milwaukee waren es nach meiner Erinnerung 16,5. 16,5 ist also jetzt auf jeden Fall erstmal tiefer reingeschafft. Und natürlich ist das so, je weiter diese Schraube im Holz drin ist, umso mehr ist es so, dass wir Reibung erzeugen. Die ganze Zeit haben wir Reibung an der Schraube. Je tiefer man drin ist, umso gegen mehr Reibung müssen wir arbeiten. Und da halt der 45er dann halt das Nachsehen. Jetzt gehen wir mal zum 55er, mal schauen, wie es da so läuft. Und ich glaube, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir lassen die kleine Schraube einfach weg. Wir nehmen jetzt nur noch die große hier, die 12 x 400 und schauen mal, wie weit wir kommen. GSR 18V55. 14,5 Zentimeter.
GSR 18V60C. 9,5 cm. Jetzt kommen wir zum GSR 18V90C, also die Oberklasse, die wir heute hier zumindest im Test haben. Es gibt auch noch 100er, also 110er und 150er, aber erstmal 90C. Was für euch nochmal wichtig ist, macht diesen Test nicht nach. Ich sage es ganz bewusst, macht das nicht nach aus zwei Gründen. Nummer eins, es kann durchaus sein, dass ihr hier wirklich in die Überhitzung eurer Geräte kommt, weil das ist wirklich eine 12er Schraube, ist schon brutal. Viel wichtiger ist aber eigentlich, das hier solltet ihr eigentlich nur mit Zusatzhandgriff machen. Und diese ganzen Geräte, die wir heute testen, haben keinen Zusatzhandgriff. Es geht hier wirklich ganz normal nur darum, nicht ganz normal, es geht darum, dass ihr das Maximum seht, dass ihr diesen Grenzbereich halt seht, den wir halt eher nur fühlen. Jetzt nehmen wir den 90er und auch da leider ohne Handgriff. Ich habe das schon sehr häufig gemacht, halte hier unten nochmal extra fest und so weiter und so fort. Macht das bitte nicht nach. Also für den Test brauche ich den nicht. Das ist schon laut gewesen. Also für den Test brauche ich den wirklich nicht. Also wir haben, der 90 hat es komplett versenkt als allererster. Und da seht ihr auch, dass es natürlich dann nach oben wieder Unterschiede geht. Und nicht umsonst gibt es auch einen 90er. Jetzt gehen wir mal weiter zu, sagen wir mal, Makita. Mal schauen, wie die sich schlagen. Makita DDF 485. 12 cm. DDF 484. 14 cm. DCD 708. Rund 9,5 cm. Dewalt DCD 800. 11 cm. Metabo BS18 LBL. 22 cm. Metabo BS18 LTBL. 2 cm. Festool C18. 'Also, er hat das jetzt zwar geschafft, aber das sollte man, glaube ich, echt nicht machen. Aber brutale Leistung, Festool. Festool T18 plus 3. Brutale Leistung. Also wirklich, Festool, Respekt. Hat funktioniert. Und hier jetzt nochmal das Ergebnis so gruppiert. Wie haben wir die Akkuschrauber abgeschnitten? Diese 4, Metabo auf 1 cm genau, das ist eigentlich egal. Also diese 4 haben es reingeschafft. Also die haben die gesamte Schraube reingedreht. Diese, die wir hier sehen, waren alle etwas weiter drin, als es Milwaukee mit 12 Volt geschafft hat. Und die beiden hier, die haben es weniger weit geschafft als der Milwaukee. Und ihr seht hier auch einen Unterschied in dem, was jetzt passiert ist eigentlich. Der Milwaukee hat hier eine echt gute Leistung abgezogen. Ja? Wenn man jetzt überlegt, die andere Schraube, die wir davor gemacht haben, das war, glaube ich, eine 8er, eine 10er? 10. Das war eine 10 x 300 oder 10 x 400 sogar. Die hat da ohne Probleme einfach so reingeschraubt. Bei der nächstgrößeren Größe, wo wir dann, da hat 18 Volt, hat die so langsam so ihre Power ausgedrückt, weil die 18 Volt und auch die Zellen sind einfach belastbarer von 18 Volt und deswegen sind sie im Grenzbereich, wenn es dann nicht mehr so auf die pure Kraft am Anfang geht, sondern über einen langgezogenen Zeitraum, da sind sie einfach etwas stärker und halten einfach länger durch. Wobei man aber eine Sache sagen muss, dass alle hier, also alle 18 Volt Akkuschrauber, waren so an ihrer Grenze, dass sie teilweise, obwohl es brushless ist, angefangen haben zu riechen. Sehr erstaunlich, und teilweise in die Abschaltung gegangen sind. Also das war wirklich der absolute Grenzbereich bei den Akkuschraubern. Hier bei Milwaukee natürlich auch. Und man muss natürlich auch klar sagen, die nächst kleinere, ja, die 10 x 300, 400, die wir jetzt vorhin hatten, die hätten alle reingekriegt. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen, das schaffen die wiederum alle. Aber du hast mal ein Gefühl dafür bekommen, was wirklich so ein Akkuschrauber kann. Und das ist wirklich brutal. Überlegt euch mal, 12 Volt Akkuschrauber, einfach so, hat hier beim Flachfräsbohrer die meisten hier dominiert und ohne Probleme abgezogen quasi, wohingegen bei der Schraube jetzt schon ein bisschen anders aussah. Das heißt aber im normalen Gebrauch, im ganz normalen Gebrauch, was du machen solltest mit so einem Akkuschrauber und auch übrigens mit all denen hier, mit all denen solltest du nicht so eine große Schraube schrauben, sondern normale Schrauben, vielleicht mal bis 10 cm lang, sowas wie eine 8x100 oder eine 8x120 oder sowas. Zum Beispiel kannst du ohne Probleme mit diesem Akkuschrauber schrauben. Ohne jegliches Thema. Ja? Und bei 6ern
Da gibt es gar keine Grenze, also überhaupt nicht. Ergo, du hast hier wirklich nicht mehr diese Grenzen, die du früher im Kopf hattest. 12 Volt, kann doch gar nichts, 18 Volt, da geht es richtig zur Sache, sondern du kannst für dich entscheiden, was du wirklich brauchst. Und wenn du nicht die brutale Power am Ende brauchst, ist es einfach so, dass du mit dem hier, mit dem Milwaukee, vielleicht gar nicht so schlecht fährst. Denn das Milwaukee-System, das M12-System, da hast du ja unwahrscheinlich viele Geräte in der Auswahl. Falls du es nicht gesehen hast, das Video, ich verlinke das nochmal hier oben. Insofern ist es vielleicht für dich sinnvoll, dass du gar kein anderes Akkusystem mehr nimmst. Vielleicht aber auch nicht. Du sagst, der Grenzbereich ist für mich genau der richtige. Oder hier nach oben, und da gibt es natürlich noch viel stärkere Geräte auf der anderen Seite, da fühlst du dich eher heim. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Schreib das mal unten in die Kommentare. Was sagst du auch zu diesem Akkuschrauber oder zum Abschneiden aller anderen? Würde mich sehr interessieren. Denk dran, du kannst den hier gewinnen für die Kommentare. Und für euch heißt nur noch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.